Moinsen. Wir sind hier von Česká Lípa Richtung Rumburk unterwegs. Ich fahre hier eine Nebenstrecke, also das ist hier jetzt eine Umleitung. Normalerweise fahre ich eine andere Nebenstrecke, aber da ist noch gesperrt wegen der Brückenbaustelle. Und jetzt fahre ich hier durch die Dörfer. Ich hätte natürlich von Česká Lípa aus wieder zurückfahren können über die neuen, aber das ist mir zu langweilig, weil die Strecke bin ich ja gekommen. Und ich fahre da immer den Rundkurs, dann da über die Berge da hinten rüber. Na, das ist mir lieber als wie die große Bundesstraße da. Und jetzt fahren wir hier die Nebenstrecke. Die ist auch schön hier. Geht halt durch die Dörfer, aber wir haben ja Zeit jetzt. Und wir vielleicht an der Farbe der Motorhaube schon erkannt hat, heute sind wir mit dem Ford Truck unterwegs. Ja, hier rumpelt es halt, weil die Nebenstrecke ist halt nicht so gut ausgebaut. Ja, und wir haben jetzt, als ich den Video hier aufnehme, noch Oktober. Ich weiß nicht, wann ich den jetzt senden werde. Weil ich habe jetzt noch so viele andere Videos, die zuvor dran kommen. Die Strecke hier bin ich auch schon mal gefahren mit dem anderen Truck. Da habe ich glaube einen Livestream gemacht davon. Aber Livestream hat man heute schon einen und jetzt mache ich hier mal einen normalen Video, weil habe ich auch schon wenige in letzter Zeit gemacht. Es hat natürlich keinen Sinn, jetzt auf irgendwie was Tagesaktuelles einzugehen in dem Video hier, weil bis ihr den seht, ist das ja vorbei. Ich begrüße erstmal alle Stammzuschauer, die hier regelmäßig mitfahren. Wir sind hier in Vollpartice oder so ähnlich. Mich wundert nur, dass die PKWs hinter mir noch nicht überholt haben. Wir sind schließlich in der Tschechei, da wird bei jeder Unmöglichkeit überholt. Ne? Egal, ob die Kurve gerade einsehbar ist oder nicht, Hauptsache vorbei, Hauptsache überholen, aber jetzt haben wir ja tatsächlich mal welche, die hinterherfahren. Da bin ich richtig überrascht. Und hier müsste jetzt auch, was habe ich gerade gesagt, hier müsste jetzt auch eine Brückenbaustelle kommen. Das ist aber nur das kurze Stück hier. Und da geht es ja einspurig dran vorbei. Ziemlich starker Wind geht heute draußen. Aber viel verändert hat sich an der Baustelle noch nicht, seit ich das letzte Mal hier lang gefahren bin. Haben die gerade Winterpause oder wie muss ich mir das vorstellen? Ah, da ist ja so ein kleiner Bach, da machen sie die Brücke neu. Also vorhin kam mir ein Bus entgegen, wenn der hier rüber gepasst hat, dann müsste ich bei mir abpassen. Aber wenn das ein bisschen mickrig aussieht, da das Brückle, aber so schwer sind wir dann auch wieder nicht, da war der Bus schwerer.
Ja, und heute früh, als ich losgefahren bin, da war es noch schön sonnig. Da haben wir noch gedacht, hey gut, nachdem es gestern der ganze Tag geregnet hat, haben wir heute mal ein schöner Tag. Zum Glück habe ich doch noch die Jacke mitgenommen. Aber wenn ich aussteige, brauche ich die. Und vorhin, als ich angehalten habe, um mir beim Bäcker einen Kaffee zu holen und ein bisschen Frühstück festbauen, ja, ich bin kaum auf den Parkplatz gefahren, da hat es da richtig angefangen zu schütten und mit Graupelschauer dabei. Da bin ich erstmal noch 10 Minuten sitzen geblieben und habe gewartet, bis das ein bisschen nachlässt. Und dann bin ich erst zum Bäcker rein. Ja, und von sonnig kann keine Rede mehr sein. Da ist nicht eine Wolkenlücke mehr zu erkennen. Man darf sich eben nicht drauf verlassen. Ne? Man muss trotzdem immer Jacken und alles Mögliche mitnehmen. Aber wenn es früh schön aussieht, bin ja gerade froh, dass mir der Bus da vorne an der breiten Stelle entgegenkam und nicht hier. Aber das gefällt mir, solche Straßen hier durch die Orte durchschlängeln. Ach, jetzt verstehe ich, warum der nicht überholt hat. Der biegt jetzt hier ab. Aber hier muss man aufpassen. Die Hausecke hier, die hat schon öfter ihn mitgekriegt. Und was habe ich vorhin gesehen? Die Strecke ist gesperrt für Fahrzeuge über 5 Tonnen. Der Bus war zwar deutlich schwerer, aber dieses Sperrschild gilt ja nicht für die Busse, nur für alle anderen. Aber 5 Tonnen, ich meine, meiner hat jetzt 4,5. Und ich habe hier die Version mit Extended Kabine und langer Ladefläche, also das bedeutet auch langer Radstand und ein bisschen mehr Wendekreis. Hä? Ein VW? Da war doch gerade ein anderes Fahrzeug hinter mir. Wie ist denn der VW jetzt da dazwischen gekommen? Da guckt man mal im Moment nicht in der Rückspiegel und schon tauschen die Autos aus da hinter mir. Und hier habe ich wieder so einen Fliegenschiss hier in der Scheibe, die der Scheibenwischer jetzt hier verteilt. Das nervt mich auch, genau wieder in der Sichtfläche. Mal schauen, ob wir das bisschen Waschmittel wegbringen. Ja, ganz geht's nicht weg. Das muss noch ein bisschen einweichen. Und ich habe jetzt Navi nicht mitlaufen, weil ich kenne die Strecke, ich bin hier schon öfter gefahren, weil Keschka Lipa, das ist jetzt ein Ziel, das öfter auf meiner Route liegt, ne? Und von da dann Richtung Rumburg. Und dann fahre ich halt jetzt immer hier, weil die andere Strecke gerade nicht geht. Und
Da kann ich dann auswendig fahren, sozusagen eine Hausstrecke von mir. Nova Fes oder so ähnlich. Nova Oldrichhof. Ah, da guck an, der hat sich eine neue Garage an sein Haus dran gebaut. So, und da vorne müssen wir jetzt links. Richtung Zandorf. Also mal schauen, jawohl. Hier steht jetzt plötzlich ein Sperrschild, dass man hier nicht fahren darf. Und der fährt hier auch deutlich schneller als die erlaubten 40. Und vorhin war noch ein Schild mit 5 Tonnen und plötzlich kommt hier ein Schild, dass du überhaupt nicht fahren darfst. Und das, wo die noch 2 oder 3 Kilometer sind bis zur Hauptstraße. Ne? Das ist total bescheuert. Ne? Die Hauptstraße kommt jetzt hier gleich. Ja, viel Thema haben wir heute nicht zu besprechen, weil das sollte jetzt hier eigentlich auch kein Drive-and-Talk-Video werden, sondern ich wollte eigentlich nur die Strecke hier vorführen, also ein Roadview-Video. Und weil wir gerade dabei sind, ich habe hier in meinem Kanal verschiedene Playlisten, also die Drive-and-Talk-Playliste, da geht es immer um irgendwelche Themen. Da fahre ich so lang und quassel da über bestimmte Sachen. Ne? Dann habe ich noch die Roadview-Videos, die ich meistens mit der Dashcam mache, ne? oder mit der anderen Kamera. Die habe ich jetzt aber in dem Truck hier gerade nicht dabei. Und wo ich normalerweise auch nichts dazu sage, sondern nur die Strecke. Und hier wird man jetzt von links kommen, wenn wir die normale Strecke gefahren wären, hier die 263. Aber da ging es halt nicht wegen dieser Brückenbaustelle. Und ja, was ich noch sagen wollte, dann gibt es noch die Playliste Trucking, da geht es dann um Themen, entweder um Fahrvideos mit dem großen Truck oder auch um Themen mit Truck allgemein, wie Fahrverbote und Maut und so weiter. Dann habe ich noch eine Playlist, die Roadtrip Marokko, da wo wir mal unten waren mit dem Fahrzeug. Da waren wir aber mit dem grünen Truck unterwegs. Dann, was habe ich noch? Ja, natürlich Shopping-Vlog, wo ich verschiedene Märkte verglichen habe mit Preisen und so weiter, Deutschland, Polen, Tschechei. Und dann natürlich auch noch Tankstellen dazu, Spritpreisvergleiche. Zurzeit ist es ja ziemlich gleich zwischen Polen und Tschechei. So pendelt sich so zwischen 1,32 und 1,36 umgerechnet. Und Holzbriketts habe ich jetzt gerade gesehen, dass beim Obi in der Tschechei für 3 Euro umgerechnet, 10 Kilo. Das ist auch ein annehmbarer Preis. Früher haben die auch in Deutschland mal 2,30 gekostet, aber dann mit der Corona-Hysterie, da sind die ja auf 5 Euro hochgegangen für Abfall, ne? Weil diese gepressten Holzbriketts, das ist ja nichts anderes als zusammengepresstes Sägemehl, was ohnehin bei der Holzbearbeitung anfällt, ne? Also Abfall.
im Sägewerk. Ne? Und trotzdem kostet es jetzt immer noch 4, 5 Euro. Aber in Polen und der Tschechei ist es so um die 3 rum. Das ist noch ein annehmbarer Preis, wo ich sagen kann, okay. Früher, vor ein paar Jahren war es bei 2,30, jetzt ist es bei 3, ist okay. Das kann man gelten lassen. Habe jetzt aber keine mitgenommen, weil erstens mal für mich brauche ich nicht. Und zweitens mal Bestellung habe ich heute auch keine dafür. Und mit dem offenen Truck ohnehin nicht. Ne? Was wollte ich noch sagen? Jetzt sind wir in Keschka Kamenice. Sightseeing-Videos habe ich noch, wo ich verschiedene so Burgen, wie da oben ist eine Burg auf dem Berg da oben in Keschka Kamenice, da war ich auch schon oben, habe ein Video gemacht. Dann war ich in verschiedenen Museen, zum Beispiel im Panzermuseum in Polen drüben. Dann habe ich noch eine Playlist Oldtimer. Da habe ich Videos drin von verschiedenen Oldtimer-Treffen, wo ich war. Und jetzt diese Woche, also die vergangene Woche, habe ich ein Video online gestellt, wo ich mit dem Panzer gefahren bin. Also jetzt, ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt Ende Oktober, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video hier jetzt schauen werdet. Jetzt habe ich von vergangener Woche geschrieben. Ich habe also auf meiner Playlist dann, das ist, ich weiß nicht, in welcher Playlist haben die Panzerfahrt mit drin, ich glaube bei den Oldtimern. Weil der Panzer war ja auch ein Oldtimer. Das ist Panzerfahren BMP heißt dieser Video. Wenn es euch interessiert, guckt da mal rein. Und wenn solche Sachen interessieren, die ich gerade eben vorgelesen habe oder erzählt habe, nicht vorgelesen habe, dann tut ihr jetzt schnell den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr da regelmäßig verfolgen. Wenn ihr noch die Glocke betätigt, dann kriegt ihr sogar eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video kommt. Ja, und hin und wieder haben wir auch, aber es ist hin und wieder regelmäßig, haben wir auch jede Woche Livestreams dabei, wo ich so jetzt wie hier am Fahren bin und nebenbei spreche. Nur dass es halt dann live ist und nicht wie hier jetzt ein aufgezeichneter Video. Und hier, das nehme ich jetzt noch mit. Man beachte hier die Beschilderung, die Vorfahrtregelung. Also ich komme jetzt hier von der Vorfahrtsstraße und biege nach rechts ab. Die Vorfahrtsstraße verläuft nach links und für den Fall, dass jetzt von links einer kommen würde und auch hier in die Richtung will, hätte ich Vorfahrt, weil da werde ich regelmäßig hier angehupt, wenn ich meine Vorfahrt in Anspruch nehme. Ne? Weil offenbar abknicken die Vorfahrt heutzutage in den Fahrschulen nicht mehr gelernt wird. Ich weiß nicht, was die heutzutage lernen. Dafür kosten die Führerscheine 5-mal so viel wie früher. Ne? Mehr Geld für weniger Leistung. So sieht es für mich aus. Weil normal kann das nicht sein, dass die Leute die einfachsten Regeln nicht mehr kennen. Und hier rechts ist ein Lidl. Da gibt es auch einen guten Kaffee. Und natürlich das Übliche, was es sonst noch bei Lidl gibt. Und hier fahren wir jetzt auf den Weg nach Rumburg. Und jetzt verabschiede mich mal von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und schaut mal wieder rein, tut den Kanal abonnieren, schaut mal wieder rein, fahrt mit bei mir. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.